Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Israels Premierminister steht unter Druck aus mehreren Gründen. Zum einen wird die humanitäre Lage im Gazastreifen immer katastrophaler, was international kritisiert wird, genauso wie der entwürdigende Umgang mit palästinensischen Gefangenen. Zum anderen wächst aber auch der Zweifel, dass das israelische Militär den, wie Netanyahu es nennt, totalen Sieg erringen kann, geschweige denn einen Plan für das danach hat. Doch den größten, jedenfalls inneren Druck dürften die Angehörigen erzeugen, deren Priorität weiterhin die Freilassung der Geiseln ist. Insbesondere nachdem vorgestern ja 3 Geiseln versehentlich von israelischen Soldaten erschossen wurden. Netanyahu braucht also dringend Erfolge und die hat er heute präsentieren lassen. Henriette de Maizière. 3 Männer können aufrecht nebeneinander in diesem Tunnel gehen. Bilder, die das israelische Militär heute veröffentlicht. Sie haben einen Tunnel riesigen Ausmaßes der Hamas entdeckt, 50 Meter tief, 4 Kilometer lang. Es ist der größte, den die israelische Armee je entdeckt hat. Er endet nur kurz vor dem israelischen Grenzübergang Erez. Dieser Tunnel endet nur 400 Meter vor dem Grenzübergang Erez. Ein Übergang, der immer ein Symbol der Hoffnung war für viele Palästinenser. Tausende gingen jeden Tag hier durch zu ihrer Arbeit nach Israel. Der Tunnel hingegen, so der Armeesprecher heute, sei für Anschläge auf Israel gebaut worden. Das ist Hamas, sie steht für Terror. Wir müssen sie besiegen. Es soll einen Erfolg zeigen, denn der Premierminister kommt unter Druck, vor allem nach der versehentlichen Tötung von 3 Geiseln durch israelische Soldaten. Netanyahu muss sich erklären und bleibt doch bei alten Floskeln. Wir werden bis zum Ende kämpfen und unsere Ziele erreichen, die Hamas eliminieren, alle unsere Geiseln befreien und sicherstellen, dass Gaza nicht wieder zum Zentrum des Terrors und der Hetze gegen den Staat Israel wird. Sie rufen, uns rennt die Zeit davon, bringt die Geiseln zurück. Angehörige der Entführten lagern seit gestern direkt vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Wir werden hier bleiben, bis die Regierungsmitglieder kommen, uns in die Augen schauen und einen Plan präsentieren. Wir müssen die Geiseln so schnell wie möglich befreien, denn an jedem Tag, der vergeht, wird die Chance kleiner, dass mein Bruder lebend zurückkommt. Im Gazastreifen gehen heute die israelischen Angriffe am Boden und aus der Luft unverändert weiter. Krankenhäuser wie hier in Khan Yunis sind längst schon am Limit. Verletzte werden auf dem Boden versorgt. Selbst der Weg hierher gefährlich. Nirgends ist es sicher, aber ich musste das riskieren und hierher kommen. Ich habe Angst, auch hier getötet zu werden. Wir sind überall in Gefahr. Auch heute kamen wieder Hilfsgüter über die Grenze nach Gaza, doch sie kommen nicht bei allen an. Bewaffnete Männer kontrollieren bei Rafah einige der Ladungen. Auf andere Lkw stürzen sich Dutzende Menschen, die diese Hilfe so dringend brauchen. Der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad soll mit dem katarischen Ministerpräsidenten zusammengekommen sein, um über Geiseln und Feuerpause zu verhandeln. Fragen wir nach bei Henriette de Maizière in Tel Aviv. Henriette, was hörst du denn über diese Verhandlungen? Katar bemüht sich nach eigenen Angaben um Vermittlung zwischen den Kriegsparteien. Laut Medienberichten treffen sich in Norwegen diplomatische und Diplomaten aus Katar Vertreter. Bestätigt haben wir diese Nachricht bisher nicht bekommen. Was wir wissen ist, Katar hat schon einmal vermittelt zusammen mit Ägypten. Im November wurde ein sogenannter Deal ausgehandelt, in dem Geiseln von der Hamas freigelassen wurden im Austausch gegen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Katar ist im Gespräch mit der Hamas, das wissen wir. Insofern könnten sie ein guter Vermittler sein. Das Treffen also möglicherweise an einem historischen Ort, übrigens in Oslo. Vor 30 Jahren verständigten sich ja Israelis und Palästinenser auf konkrete Schritte zum Frieden und einer Zwei-Staaten-Lösung. Denkt im Moment irgendjemand an solche Schritte?
Für viele hier in Israel ist klar, nach dem 7. Oktober 2023 wird nichts mehr sein, wie es einmal war. Der israelische Präsident Herzog hat am Freitag noch mal bekräftigt, um über eine Zwei-Staaten-Lösung nachzudenken, sei es noch viel zu früh, der Schmerz sitze noch zu tief. Benjamin Netanyahu sagt immer wieder, wie du es auch in der Anmoderation gesagt hast, er werde kämpfen bis zum totalen Sieg. Und die Hamas sagt, solange nicht eine Feuerpause und die Waffen schweigen, werden sie nicht verhandeln. Es sieht also nicht gut aus für ein friedliches Ende in baldiger Zeit. Einschätzungen von Henriette de Maizière. Vielen Dank dafür nach Tel Aviv. Ja, und der Krieg zwischen Israel und der Hamas hat ja auch das Leben hier in Deutschland verändert, im Großen wie im Kleinen. An Universitäten, so wie hier an der FU Berlin, kam es und kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Bei einer Hörsaalbesetzung sollen pro-palästinensische Aktivisten jüdischen Studierenden den Eintritt in einen Hörsaal verweigert haben. Die Polizei musste eingreifen. Am Donnerstag wurden in Berlin 3 mutmaßliche Hamas-Mitglieder verhaftet. Der Verdacht, sie hätten Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland geplant. Und darüber möchte ich jetzt mit Stefan Kramer sprechen. Sie waren 10 Jahre lang Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland und sind seit 2015 Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen. Schönen guten Abend an Sie. Guten Abend aus Erfurt. Herr Kramer, über die laufenden Ermittlungen, da sagen Sie ganz sicher nichts, aber ein erneuter Versuch, eventuell sogar ein erfolgreicher Anschlag. Wie hoch ist die Gefahr? Die Gefahr ist sehr hoch, extrem hoch. Kollege Haldenwang vom BFV hat ja auch schon letzte Woche dazu ausgeführt, wir haben eine extrem hohe Gefahr durch islamistischen Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland, besonders nach dem 7. Oktober. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann Deutschland nicht mehr nur Rückzugsraum für Hamas-Kämpfer, sondern nun auch Aktionsraum? Das ist richtig, davon müssen wir ausgehen. Insbesondere weil in den Aufrufen auch zum weltweiten Dschihad nicht nur Jüdinnen und Juden betroffen sind, sondern auch die Kreuzzügler, also die Unterstützernationen und Bevölkerungen. Und insbesondere seitdem es uns gelungen ist, erfolgreich in einigen Bundesländern konkrete Anschlagspläne auch zu verhindern. Wenn es um Antisemitismus geht, da hatte der Verfassungsschutz bisher ja insbesondere eher die neue Rechte im Visier. Haben Sie beim islamistischen, der ja jetzt nicht von heute auf morgen entstanden ist, eventuell dann was übersehen? Nein, wir haben im Bereich des Antisemitismus, wie auch in allen anderen Bereichen, die uns beschäftigen, einen 360-Grad-Blick. Das heißt, wir wissen seit langem, dass es Antisemitismus aus allen Bereichen des politischen oder auch religiösen Extremismus gibt. Und es ist uns nie verborgen geblieben, dass insbesondere auch im Islamismus Antisemitismus zur DNA dazugehört. Nochmal erschwerend durch den Zuzug von Flüchtlingen und Menschen aus arabischen Ländern, in denen Antisemitismus zur DNA gehört, haben wir verstärkt mit diesem Phänomen zu tun und setzen uns damit auseinander, also neben dem importierten, auch dem einheimischen Antisemitismus. Über die, wie Sie es nennen, DNA will ich gleich noch mal sprechen, aber noch mal kurz der Blick auf diesen 360-Grad-Blick, wie Sie es nennen. Also antisemitische Ausschreitungen, bei denen terroristische Gewalt verherrlicht wurde, die gab es ja schon vor dem Hamas-Überfall am 7. Oktober, zum Beispiel im April in Berlin. Viel passiert ist dann da aber nicht, und das, obwohl beispielsweise die Hamas seit 2001 auf der EU-Terrorliste steht. Jetzt nach dem 7.10. gab es Verbote, sogar angekündigte Verbote. Stichwort Netzwerk Samidun. Ist das nicht alles zu spät? Sicherlich ist es spät. Ich selber habe ja auch deutlich gemacht, dass ich mich schon lange darüber gewundert habe, warum hier nicht schon früher auch in anderen Bundesregierungen konkrete Maßnahmen umgesetzt worden sind. Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Organisationen sind zum Teil seit vielen, vielen Jahren bereits auf Terrorlisten und auch unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes und der Sicherheitsbehörden. Ich habe Verständnis dafür, dass man nach dem 7. Oktober dann noch mal ein deutliches politisches Signal setzen wollte. Aber im Grunde genommen hätte man schon viel früher einschreiten müssen, denn diese Strukturen wachsen natürlich. Aber wer hat sie denn gehindert?
Uns in Thüringen, ich bin mit Verlaub nur der Verfassungsschutzpräsident im Land Thüringen. Wir in den Sicherheitsbehörden haben schon sehr früh auf die Gefährdung aufmerksam gemacht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Exekutivmaßnahmen einzuleiten und umzusetzen. Dafür ist die Politik verantwortlich. Herr Kramer, Gruppen verbieten, das mag jetzt ein Weg sein, um Antisemitismus oder Terrorismus zu bekämpfen. Bildung wäre ein anderer. Oder, wie manche ja jetzt wieder fordern, Geflüchtete nicht mehr ins Land lassen. Stichwort ist da der importierte Antisemitismus. Gehen Sie da mit, weil Sie ja auch gerade von der DNA sprachen? Also ich glaube, hier müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Wenn es darum geht, Flüchtlingen Schutzräume zu bieten vor Verfolgung in ihren Heimatländern, im Ausland, dann ist das, glaube ich, eine ehrenvolle Verpflichtung, die wir auch aufgrund unseres Grundgesetzes umsetzen und unsere Erfahrungen. Wie man dann allerdings mit den Menschen umgeht, die hierher kommen und die nichts anderes gelernt haben, da spielt sicherlich Bildung und auch Unterweisung eine ganz große Rolle. Die hat es in den vergangenen Jahren nur marginal gegeben und deswegen kämpfen wir auch mit einem verhärteten Antisemitismus in diesem Bereich. Grundsätzlich ist es aber so, dass eben der Antisemitismus auch zur DNA des Islamismus gehört. Und deswegen ist für uns immer klar gewesen, dass auch die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik, aber auch weltweit in den dschihadistischen Wellen 2001, 2014 und jetzt 2023 immer ein besonderes Ziel dieses, wenn Sie so wollen, islamistischen Antisemitismus gewesen ist. Aber müsste man nicht schon auch differenzieren und jetzt nicht alle Muslime oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte aus dem arabischen Raum über einem Kamm scheren, so wie es zum Beispiel die neue Rechte jetzt auch wieder versucht? Da stimme ich Ihnen völlig zu. Hier muss man sehr deutlich unterscheiden, weil wenn Muslime, ob geflüchtet oder schon seit vielen Jahren auch hier im Land lebend, jetzt diskriminiert, ausgegrenzt oder mit dem falschen Vorwurf, grundsätzlich antisemitisch zu sein, konfrontiert werden, dann treiben wir sie im Grunde genommen in die Arme der Islamisten. Und das kann nicht unser Ziel sein. Abgesehen davon sind die Mehrzahl der Muslime, die hier in Deutschland leben, keine Antisemiten. Sagt der Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend, Stefan Kramer. Danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Jetzt kümmern wir uns mal ums Geld. Wenn 17 Milliarden eingespart werden müssen und 3 sich darauf verständigen, wer in den sauren Apfel beißen muss, dann war eigentlich klar, dass das noch zu Ärger führen wird. Und genauso ist es nun gekommen. Sauer sind zum Beispiel die Landwirte. So sauer sogar, dass der FDP-Finanzminister nun doch noch mal darüber nachdenkt, ob das Streichen der Agrardieselsubventionen so eine gute Idee war. Die FDP-Fraktion im Bundestag kündigte heute gar ein Veto gegen die Pläne an. All das dürfte dem grünen Agrarminister gefallen, denn der fand das von vornherein falsch. Sauer dürften aber auch die sein, die sich ein E-Auto kaufen wollten und auf staatliche Zuschüsse gehofft hatten. Die fallen weg, ziemlich abrupt. Und abrupt heißt sofort, also heute. Christian von Rechenberg. Wer jüngst noch fragte, was ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt konkret für die Menschen bedeutet, bekam jetzt eine erste Antwort. Die Förderung für E-Autos endet. Schlag Mitternacht. Aus unserer Sicht kommt es zu abrupt. Wir brauchen eine angemessene Übergangslösung für die Menschen, die darauf vertraut haben, dass sie eine Förderung bekommen und beispielsweise morgen einen Zulassungstermin haben und dann den Antrag stellen wollten. Das sagt nicht die Opposition, das sagen Abgeordnete der regierenden SPD. Der Ampel droht mal wieder Zoff aus dem eigenen Stall. Also zu einer Demokratie gehört dazu, dass man Regierung auch kritisieren darf als Parlamentarier. Das tun wir. Und wir gehen davon aus, dass diese Kritik jetzt auch dazu führt, dass sie wahrgenommen wird und dass eine angemessene Lösung entwickelt wird. Denn E-Autos sind teuer. Für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen beinahe Luxus. Die Förderung sollte die Stromer attraktiver machen. 15 Millionen von ihnen sollten gar bis 2030 auf die Straßen. Zurzeit sind es gerade mal 1,3 Millionen. Wir haben jetzt einen Einbruch gesehen bei den Elektroautos von über 20%. Und es gilt eigentlich jetzt mehr zu fördern, mehr Maßnahmen zu ergreifen, um eben diese ambitionierten Ziele eben auch zu erreichen in Deutschland. Und wir werden hier mit einer Kaufzurückhaltung rechnen müssen bei den Privatkundinnen und Kunden. Woanders, wie etwa in Frankreich, ginge die Regierung den genau umgekehrten Weg, habe die Förderprämien noch mal erhöht. Doch der Ampel fehle dazu das Geld, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Man bedauere, Menschen enttäuschen zu müssen, aber die kurzfristige Entscheidung war notwendig. Und außerdem, Zitat, wurde sie gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt festgelegt. Die einseitige Kritik dazu weise man daher zurück.
Nicht alle kritischen Stimmen sehen heute die Politik allein in der Pflicht, blicken auch auf die Verantwortung der Hersteller. Also aus unserer Sicht ist es mittelfristig richtig, E-Autos nicht dauerhaft zu fördern, weil sie müssen sich am Markt bewähren und einfach bezahlbar sein. Das Modell Angebot muss sich verbreitern und es muss mehr Wettbewerb sein, ein richtiger, echter Preiswettbewerb. Und bis der kommt, so der ADAC weiter, sei eventuell der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos eine interessante und vor allem bezahlbare Alternative. Eine andere Alternative wäre natürlich, die Schuldenbremse zu lockern oder zu verändern. Aber Heinz, da macht der CSU-Chef weiterhin nicht mit. Ja, Markus Söder hat das Nein der Unionsfraktion zu einer Veränderung der Schuldenbremse bekräftigt. In der ZDF-Sendung Berlin direkt sagte Söder, man könne nicht in eine Schuldenspirale einsteigen. Das wäre ein falsches Signal, das Deutschland für ganz Europa senden würde. Für uns ist ganz klar, CDU, CSU im Deutschen Bundestag werden auf keinen Fall einer Veränderung der Schuldenbremse zustimmen. Damit ist eine notwendige Zweidrittelmehrheit für eine verfassungsändernde Situation nicht gegeben. Serbien hat ein neues Parlament gewählt und nach ersten Hochrechnungen liegt die rechtsnationale Fortschrittspartei von Präsident Vučić mit knapp 47% in Führung. Vučić hatte auf Rentenerhöhungen und Einmalzahlungen an Eltern und Oberschüler gesetzt, um seiner Partei eine hohe Zustimmung zu sichern, trotz hoher Inflation. Auslöser für die vorgezogenen Wahlen waren vor allem monatelange Proteste wegen 2 Amokläufen im Mai. Russland und die Ukraine haben heute erneut Drohnenangriffe der jeweils anderen Seite gemeldet. Nach ukrainischen Angaben ist bei den russischen Angriffen in der Schwarzmeerregion Odessa ein Mensch getötet worden. Eine abgeschossene Drohne sei auf sein Haus gestürzt und explodiert. 20 Drohnen seien insgesamt abgeschossen worden. Erstmals hat ein Kandidat der AfD eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland gewonnen. Der 53-jährige Tim Lochner setzte sich heute im sächsischen Pirna im zweiten Wahlgang laut dem vorläufigen Endergebnis mit rund 38,5% der Stimmen durch. Lochner ist parteilos, trat aber für die AfD an. 4 Jahre nach dem Brand von Notre Dame hat die Kathedrale in Paris wieder eine Wetterfahne. Die Goldene Hahn wurde per Kran an seinen Platz gebracht. Im Inneren befinden sich Reliquien und eine Liste mit den Namen von rund 2000 Menschen, die am Wiederaufbau der Kirche beteiligt waren. Notre Dame soll in einem Jahr dann wieder eröffnet werden. Crime as a Lifestyle, Kriminalität als Lebensentwurf, das scheint ein neues Bandenphänomen zu sein, nicht aber etwa in Paris, New York oder Stockholm, sondern hier bei uns in Stuttgart. Die jungen Männer, meist bildungsfern, multiethnisch und mit Migrationshintergrund, eint der Nervenkitzel und womöglich auch die Suche nach Zugehörigkeit, nach Identität. Und die mündet aktuell in Schießereien, Brandstiftung und Sachbeschädigung und sogar Bedrohungen. Die Eskalationsschraube kennt da kein Ende und die Polizei schaut nicht tatenlos zu. Eva Schiller hat sie bei ihrem Katz-und-Maus-Spiel begleitet. Schwarz vermummt marschieren sie durch Stuttgarts Straßen, skandieren Rache. Jeder Tat folgt die Vergeltung. Die Polizei in Stuttgart will aufmerksam machen auf ein neues Bandenphänomen, auf junge Männer, die das Verbrechen verbindet. Sie zeigen mir, wie sich kürzlich eine Bande mitten in der Innenstadt formiert. Sie tritt recht schnell martialisch auf die Leute drumherum, sind ein bisschen verunsichert, was soll sie machen, wie soll sie sich bewegen. Das ist eigentlich so eine Machtdemonstration. Es ist schon Macht- und Territorialdemonstration, genau. Was mit Aufmärschen begann vor 1,5 Jahren, eskaliert in einem Krieg zweier Banden. Fast 20 Schießereien, mehrere Tote und Verletzte, dramatischer Höhepunkt. Ein Bandenmitglied wirft im Juni eine Handgranate auf Trauernde. Dieser Baum verhindert ein Blutbad. Anders als in Berlin oder Köln eint die jungen Männer kein Clan, keine Nationalität, sondern der Nervenkitzel. Wir bezeichnen das so ein bisschen, das ist so Kriminalität als Lebensentwurf, Crime as a Lifestyle. Also die Männer 18 bis 28 Jahre, multiethnisch. Wir können feststellen, dass fast alle einen Migrationshintergrund haben. Die meisten kommen so aus bildungsfernen Milieus. Rund 500 junge Männer umfasst allein der Kern der Banden. Ihr Vorbild, ihr Kit, Rapper wie SK.
Und das sind schon Leute, die zu diesen Gruppen gehören und die sagen zum Teil in den Texten, wir sind kriminell, doch es geht uns nicht um Gewinn, sondern und da kommt immer Ehre und Respekt und solche Dinge. Ne? Ich weiß nicht, wie du lebst, meine Mannschaft wird Blut sehen. Was die Rapper singen, übertragen ihre Supporter offenbar auf die Straße. Ich fahre nach Esslingen, Revier der zweiten Bande. Obwohl sich hier der Stern eines Mercedes-Werks dreht, ist das Viertel sozial abgehängt. 2022 war das der erste Schauplatz des Straßenkriegs. 19 Schüsse fielen. Mustafa Bakci ist hier aufgewachsen, aber mittlerweile weggezogen. Er kennt die Hut. Wenn jetzt so ein Jugendlicher in so einer Bande mitmacht, dann bekommt er die Möglichkeit, ein tolles Auto zu fahren, wenn es auch nicht seins ist. Und wenn er ehrlich arbeitet, lebt er ein normales Leben. Und in diesem Instagram-Zeitalter, wo ja jeder prahlt damit, was für ein tolles Leben er sie führt, da weckt es eben die Begierde der Jugendlichen. Um Verhältnisse wie in Stockholm oder Marseille zu verhindern, fordert die Polizei mehr Personal. Sie haben mittlerweile 52 Männer festgenommen. Die Banden wachsen weiter. Da ist diese Sogwirkung auch auf Einwanderer. Das macht natürlich Sorge, was ist mit denen, die jetzt gerade kommen? Wie integrieren sie sich die nächsten Jahre hoffentlich nicht in diese Gruppierungen rein? Wie leicht das passiert, zeigt der laufende Prozess gegen das Bandenmitglied, das die Handgranate geworfen hat. Der Iraner ist 2016 nach Deutschland geflüchtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat eine Mutprobe war, um in der Bandenhierarchie aufzusteigen. Der Angeklagte schweigt, wie alle bislang. Ehrenkodex der Banden. Und die ganze Reportage zum eskalierenden Bandenkrieg in Stuttgart finden Sie unter zdfheute.de. Und hier rollt jetzt der Ball rüber zu Heinz. Für den Sport an diesem Sonntag zuerst zur Fußball-Bundesliga. Heute mit 3 Spielen und diesen Ergebnissen. Tabellenspitzenreiter Bayer Leverkusen gewinnt gegen Eintracht Frankfurt 3:0. Der Tabellenzweite Bayern München gegen den VfB Stuttgart ebenfalls 3:0. Und der SC Freiburg gegen den 1. FC Köln 2:0. Bei den Skispringern heute Tag 2 in Engelberg und Pius Paschke landete wieder weit vorne. Nach seinem ersten Weltcupsieg gestern, heute Platz 3. Jubel bei Skispringer Pius Paschke wieder in Engelberg auf dem Podium. Die Form ist einfach sicher gerade so gut wie noch nie. Und ja, die Mischung macht's dann. War halt wieder wirklich ein cooler Wettkampf. Paschkes zweiter Sprung von der Titlis-Schanze bringt den 33-Jährigen auf Rang 3. Nicht zu bezwingen heute in der Schweiz, aber der Führende im Gesamtweltcup. Stefan Kraft holt mit einer Weite von 142 Metern seinen 5. Saisonsieg vor einem weiteren Österreicher Jan Hörl. In einem starken deutschen Team wird Karl Geiger Vierter. Andreas Wellinger landet auf Rang 5. Und beim Skilanglauf-Weltcup im norwegischen Trondheim sorgte Viktoria Karl für eine große Überraschung. Beim Intervallstart über 10 Kilometer klassisch stürmte die 28-Jährige mit 19,6 Sekunden Vorsprung als schnellste ins Ziel. Karls Weg an die Weltspitze hat damit einen vorläufigen Höhepunkt genommen. Der nächste soll dann schon über den Jahreswechsel bei der Tour de Ski gelingen. Kultur sei Lebenselixier, mobilisiere, provoziere, kritisiere und gebe Kraft. Es sei der Sound unserer Demokratie. Das sagte vor kurzem Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Worte, die wunderbar klingen und die wohl auch die meisten ja von uns unterschreiben würden. Doch wenn es eng wird, also hier finanziell eng, da muss halt gespart werden. Noch sieht der Haushalt in dem Bereich wohl keine Kürzungen vor. Aber nicht wenige Theater und Museen kämpfen ja schon jetzt ums Überleben. Selbst solche, die man quasi als deutsches Kulturgut bezeichnen möchte. Christa Lepple. Rheinsberg, ein Sehnsuchtsort. Als der alte Fritz jung war, verbrachte er hier seine besten Jahre. Und der 22-jährige Kurt Tucholsky verfasste hier sein Bilderbuch für Verliebte. Das machte ihn auf einen Schlag berühmt und Rheinsberg in aller Welt bekannt. Seit der Wende pilgerten 1,2 Millionen Menschen in das Tucholsky-Museum. Wo gibt es in Deutschland, in so einer kleinen Kommune, so einen Ort, wo die Kultur eigentlich maßgeblich den Wirtschaftsstandort bestimmt? Das Rheinsberger Tucholsky-Literaturmuseum ist in großer Gefahr. Sparen heißt es wie überall im Lande. 241.000 € fehlen pro Jahr. Das kleine Rheinsberg mit seinen 8.000 Einwohnern ist klamm. Da passt es, dass der langjährige Leiter demnächst in Ruhestand geht.
Die Stadt beschließt mit knapper Mehrheit, seine Stelle einzusparen. Ein Tourismusfachmann soll den Gedächtnisort von nationaler Bedeutung übernehmen. Bundeskulturstaatsministerin Roth und der Deutsche Kulturrat schlagen Alarm. Die Leitung geht irgendwann in Rente, ja, und dann kommt die Politik auf die Idee und sagt, das ist doch eine tolle Chance. Und das versucht man jetzt umzusetzen. Und letztendlich bedeutet das nichts anderes. Damit ist das Museum tot. Seit Wochen streitet das brandenburgische Rheinsberg um sein Tucholsky-Museum. Der Bürgermeister von den Freien Wählern will lieber Feuerwehr und Schulen finanzieren. Auf einer Bürgerversammlung zeigen sich offen die Konflikte. Niemand hat sich diese Entscheidung leicht getan. Und Sie haben auch angedeutet, niemand wollte das kaputt machen, das Museum. Es war ein reiner Sparzwang. Wir reden immer über Kultur, die irgendwo eingespart wird. Ja, irgendwo hat man immer wieder das Thema, es ist zu wenig Geld da, es ist zu wenig Geld da. Jetzt hat es hier einmal massiv zugeschlagen. Rheinsberg ist kein Einzelfall. In der Kultur regiert der Rotstift. Museen und Theater sind bedroht in Lüneburg, Erfurt oder Konstanz. Die Frage steht, was können wir uns künftig noch leisten? All das, was in Sonntagsreden seit Jahren behauptet wird, nämlich dass die Kultur was Wichtiges ist, dass wir sie brauchen, dass sie ein Ort der gesellschaftlichen Verständigung ist, dass sich das auch übersetzt, wenn es darum geht, wofür werden knapper werdende staatliche Ressourcen ausgegeben. Und ich kann allen nur sagen, einen Haushalt konsolidiert man nicht, indem man an der Kultur spart. Wenn wir das wegsparen, dann sparen wir uns die Zukunft weg. Das Tucholsky-Museum könnte gerettet werden. Der zuständige Landkreis wird wohl helfen. Jetzt muss morgen nur noch die Stadt Rheinsberg zustimmen. Kurt Tucholsky sagte mal, Geld will ernst genommen werden, sonst kommt es nicht zu dir. Mal schauen, wie ernst die Stadt das Ganze morgen nimmt. Und morgen ist auch ein gutes Stichwort, denn hier kommt jetzt der Ausblick auf die kommende Woche von Kai Felix Jochens. Am Montag wird das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Ägypten offiziell verkündet. Ein Sieg des amtierenden Präsidenten al-Sisi gilt als sicher. Sisi putschte sich vor 10 Jahren an die Macht und regiert das Land seither mit harter Hand. Eine ernsthafte Opposition gibt es nicht mehr. Erst die Änderung der Verfassung machte es möglich, dass al-Sisi überhaupt für eine 3. Amtszeit kandidieren konnte. Am Donnerstag wird das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Fußball-Super League erwartet. Ursprünglich wollten 12 europäische Topclubs eine eigene Liga gründen. Die Fußballspitzenverbände UEFA und FIFA wehrten sich dagegen, drohten den Vereinen mit Ausschluss aus ihren Wettbewerben, etwa der Champions League. Der FC Barcelona und Real Madrid klagten, der EuGH entscheidet. Und dann ist Weihnachten. Um das Fest im Kreise der Familie verbringen zu können, werden wieder Millionen Menschen quer durchs Land reisen, auf den Schienen, über die Autobahnen, in Richtung Besinnlichkeit. Ob's gelingt, wer weiß. Jedenfalls täte wohl uns allen nach diesem Nachrichtenjahr 2023 ein ruhiges, friedliches Weihnachtsfest besonders gut. Und jetzt die Wetteraussichten zum Start in die neue Woche. Von sonnig bis stürmisch. Morgen in der Mitte und im Süden teils sonnig, teils neblig. Im Norden viele Wolken und zeitweise Regen. An den Küsten stürmischer Südwestwind 4 bis 12 Grad. Und in den nächsten Tagen kommt verbreitet Regen auf. Es wird noch windiger bis hin zu schwerem Sturm am Donnerstag bei 3 bis 11 Grad. Bestes Wetter, um einfach weiter Fernsehen zu gucken, vielleicht ja auch direkt jetzt, denn es folgt die Gala Sportler, Sportlerin des Jahres und natürlich wird auch die beste Mannschaft gekürt. Und die nächste Heute Express gibt es dann gegen 0:30 Uhr. Wir sehen uns dann hier morgen wieder um 21:45 Uhr. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Wiedersehen. Tschüss.